Michel von Esslingen. Wanderer, steh still, merk, dass um Heilands Will zu Stuttgarten im nahen Tal 8 Pfennig wär's dir an der Zahl. Der Postmichel von Esslingen. Im Herbst des Jahres 1491 wurde der Esslinger Kaufherr Amandus Marchtaler auf der Esslinger Steige ermordet aufgefunden. Trotz aller Nachforschungen blieb der Mörder unbekannt. Nach einigen Jahren, als fast schon Gras über die Sache gewachsen war, fand der Esslinger Postbote Michel Banhart einen kostbaren Siegelring an der Stelle, wo der Mord geschehen war. Er steckte ihn arglos an den Finger und saß so eines Tages in der Herberge bei einem guten Trunk mit seinen Gesellen. Da kamen die Gerichtsschergen und holten ihn in den Turm. Denn die ganze Stadt fiel ihm des Mordes. Aber trotz aller Folterqualen wollte er die Tat nicht gestehen. Endlich aber war er von der Pein zermürbt und verlangte selbst nach dem Tod. Als letzte Gnade bat er sich aus, auf seinem Schimmel zur Richtstadt reiten und noch einmal auf seinem Horn ein Stück blasen zu dürfen. Als er an dem Haus Marchtalers vorbeiritt, sah eben dessen Neffe, der des kinderlosen Oheims Gut geerbt hatte, zum Fenster heraus. Als Michel ihn sah, rief er zu ihm hinauf: »Junger Herr, ich muss ungerechterweise für euer geerbtes Blutgut das Leben lassen. Es mög euch all euer Tun so sauer werden, wie mir meine Endwallfahrt am heutigen Tag, wenn ihr kein Mildwort geredet habt für mich, den armen Kostknecht. Alljährlich einmal am Michaelstag aber will ich euch vor den Fenstern ein Stücklein blasen, das euch durchs Mark und Bein gehen soll.« Darauf blies er noch ein durch seinem Horn und dann ging es hinaus zur Richtstadt. In demselben Augenblick, da er hingerichtet wurde, hörte man auf der Straße nach Stuttgart einen Reiter tragen, der sein Posthorn blies. Als aber die Michaelisnacht kam, da hörte man plötzlich im Hof des Marchtalerschen Hauses des Postmichels wohlbekanntes Horn. Marchtaler und die Nachbarn fuhren aus den Betten und liefen ans Fenster. Da sahen sie den Michel auf seinem Schimmel sitzen, den Kopf unter dem Arm, und hörten ihn im Wegreiten ein Lied blasen. Am nächsten Morgen verließ Marchtaler die Stadt und zog fernhin über Land. Aber er fand nirgends Ruhe, denn er selbst war der heimliche Mörder seines Onkels. Er mochte sein, wo er wollte. Alljährlich erschien ihm
in der Michaelisnacht der, der unschuldig den Tod für ihn gelitten. Nach langer Irrfahrt kam er als gebrochener Greis nach Esslingen zurück. Noch einmal musste er die böse Nacht erleben. Am anderen Morgen fand man ihn in Krämpfen vor seinem Bett liegend. Daraufhin beichtete er seine Tat, stiftete sein Vermögen den Armen und bestimmte insbesondere, dass jedem durchkommenden armen Wanderer 8 Pfennige zur Zehrung gereicht werden sollten. An der Stelle aber, da er den Mord verbracht hatte, ließ er ein Steinkreuz errichten und die Worte darauf schreiben: Wanderer, steh still, merkt, dass um Heilands Will zu Stuttgarten im nahen Tal 8 Pfennig währt dir an der Zahl.